Ah, hier gibt es auch Milch. Grundsätzlich ist es so, ich habe dann angefangen so zu üben, dass ich quasi Tonleitern, zum Beispiel Durtonleitern und Akkorde, zum Beispiel 3 Klänge und 4 Klänge, in 24 Tonarten spielen kann. Das heißt also C-Dur und dann als nächstes nicht Cis-Dur, wenn ich chromatisch hochgehe, sondern C-Dur, C-Dur ein Viertelton zu hoch, dann Cis-Dur, dann Cis-Dur ein Viertelton zu hoch und das irgendwie, also um in 24 Tonarten sozusagen improvisieren zu können. Und dann habe ich die Leittöne verkürzt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, normalerweise geht die Septime, löst sich auf zur Terz. Also wir haben konkret gesprochen, zum Beispiel C7 ist die Septime das B und das ist der Leitton zum Tonika, also zu F-Dur wäre der Leitton B, das führt dann zum A. Und wenn ich jetzt, und dann habe ich da 2 Dinge angewendet. Einerseits habe ich dann quasi den kompletten C-Dur-Akkord um einen Viertelton runtergenommen, sodass der Leitton nicht von B nach A, sondern von B einen Viertelton zu tief nach A. Das heißt, es löst sich nicht über einen Halbton auf, sondern einen Viertelton. Das gleiche Prinzip habe ich dann gemacht, dass der Zielakkord nach oben rutscht. Das heißt, C-Dur, B geht dann nicht nach A, sondern nach A einen Viertelton zu hoch. Und dadurch habe ich dann verschiedene, quasi habe ich dann tatsächlich auch Akkorde, die komplett nach oben oder nach unten wandern. Dann habe ich teilweise, es gibt ein Arrangement von If I Were a Bell, das heißt auf dem Album Ding Dong, da habe ich so eine Art Etüde geschrieben, wo ich mich immer quasi, also das ging so los, dass ich die Melodie quasi vierteltonmäßig nach oben und wieder nach unten wandern ließ. Also normalerweise ist die Melodie so, dann sind wir in F-Dur und hier ist es so, dass während dieser Strecke wandert es vierteltonmäßig nach oben, sodass dann der Zielakkord nicht F-Dur ist in der Grundtonart, sondern Fis-Dur. Das heißt glaube ich, weil es ist, glaube ich, Fist. Also so, dann gibt es halt wie so eine Art, fast ein Glissando. Also es geht halt die ganze Zeit nach oben und dann wieder nach unten und anhand dessen haben sich bestimmte Akkordsequenzen ergeben. Darüber habe ich dann eine Etüde quasi geschrieben, die ich am Anfang des Stücks spiele. Wo ich halt so mit diesen Leittönen arbeite. Dann wandert halt so hoch und runter. Dann habe ich ein anderes Prinzip, was ich angewendet habe, mit so Farbtönen. Also sozusagen, ich habe dann mal die Töne, die halt zwischen der Dur und der Mollterz sind, benutzt oder eine zu tiefe Septime und die dann, also quasi mit einem normalen Grundton, aber die Töne, die da drauf kommen, sind dann halt sozusagen gefärbt, wie so eine alternative Blues-Tonleiter oder Ja, sowas. genau, es klingt oft, man fühlt sich oft an Blue Notes erinnert. Und so. Genau, das sind so ein bisschen so eine Art von Blue Note-Erweiterung oder auch. Ja, da haben wir ziemlich geforscht und das Coole ist, dass ich jetzt die Rechte an diesem Album auch zurückkriege, weil die waren nur für 10 Jahre bei Intuition und ich habe ja ein eigenes Label und ich kann die jetzt, ich kriege jetzt dieses Jahr die Rechte an diesen Alben, an diversen Alben, die ich bei Intuition veröffentlicht habe, zurück und kann dann frei darüber verfügen. Naja, gut. Also ich habe mir die Frage für mich irgendwann so beantwortet. Ich fand es so spannend, wenn ich dann, ich habe gedacht, okay, das Konzept, ja. Und dann habe ich das gehört und habe erst mal gedacht, weil ich habe dann, ich sag mal, befürchtet, es wird sehr abstrakt. Ja. Und es klang sehr eingängig und sehr natürlich. Ja. Und dann habe ich so am Klavier mit und habe gemerkt, oh ja, doch hier. Interessant. Und ich hatte den gleichen Effekt, wie wenn du alte Aufnahmen hörst, die einfach nicht so korrekt sind. Weißt du? Ja. Noch nicht mal, weil das Band falsch läuft, einfach weil die
die haben irgendwie gestimmt. Ja. Bei Bluesmusikern ist das oft. Ja, genau. Bei so diesen richtigen, heftigen Bluesmusikern, weißt du? Ja. Und das, oder wenn die intonieren, Ja. ist das ja auch manchmal so So ein bisschen nicht dazwischen. Ja. sauber in dem Sinn, in Ja. Anführungszeichen, aber halt so geil. Ja. Also, weißt du, weil es Ja. halt so, und da habe ich oft dran gedacht, wow. Ich muss Wow. auch sagen, das hat uns als Band extrem viel gebracht für unseren Bandsound, weil wir mussten auf einmal unglaublich genau auf Intonation achten, aber nicht im Sinne von irgendwie so, ist das jetzt genau gestimmt, so wie ein klassisches Streichquartett, sondern eher so, hey, kriegen wir das hin, diesen Akkord irgendwie so, dass er gut klingt? Weil wir haben nie mit Stimmgerät gearbeitet oder sowas, wir haben einfach geguckt, wo muss das hin? Und ich meine, ja, also das Saxophon hat dann so gewisse Alternativgriffe. Anhand dessen gibt es natürlich schon gewisse Vorgaben, vielleicht dann eine Note mal ein bisschen höher als die andere. Aber wir mussten halt so als Band wirklich ganz genau daran, also so eben, dass das halt zum Klingen gebracht wurde. Aber ihr zwei seid auch super zusammen. Also Haydn das und- hat uns und- beide irgendwie wirklich ziemlich das hat- weitergebracht. Ihr habt ja. viel geprobt zu zweit. Da haben wir, na gut, wir haben natürlich auch zu dem Zeitpunkt, das war ja, glaube ich, 2007 kam das Album raus. Auf jeden Fall, da haben wir ja schon sehr viele Erfahrungen vorher gesammelt Okay, auf Tour und irgendwie unseren gemeinsamen Bläsersound sozusagen. Aber man da probt ja entwickelt. normalerweise auch schon in normaler temperierter Stimmung, sage ich mal, Ja. probt man ja auch schon lange um zweistimmige Geschichten. Oh, lass uns das Ja. mal machen, da war die Intonation, weißt du? Ja, ja. Und jetzt kommt das ja Genau. noch dazu. Ja. Also das stelle ich mir schon hart vor. Ja, das war natürlich schon irgendwie auch ein Weg. Also einerseits individuell, also jeder von uns musste natürlich irgendwie überhaupt erstmal diese Sprache lernen, Ja. dann zusammen. Die Premiere, die hatten wir, glaube ich, in Wien in einem Club, ich weiß gar nicht, ob der noch von Joe Zawinul gegründet, Birdland. Ich weiß gar nicht, ob Wurde der- glaube ich, von ihm. Ja, aber gegründet. ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwie in der Form existiert. Jedenfalls war da unsere Premiere. Ja, das war noch ziemlich shaky. Also ich meine, klar, das dauert natürlich dann ein bisschen. Wir haben es dann aber ein paar Mal irgendwie halt erstmal live gespielt. Das war natürlich gut dann für die Aufnahme auch. Vor der Vorher. Aufnahme live gespielt. Auf jeden ja, Fall. Ja. super. Ja, auf jeden Fall. Ein tolles Album. Super. Ja, da bin ich Super. besonders froh, dass ich da irgendwie die Rechte zurückkriege, weil ich glaube, das ist eins meiner besten Alben, weil es halt irgendwie, es ist auch ganz lustig. Irgendwie, es ist halt subtil und aber auch ganz witzig. Irgendwie, manche Sachen sind natürlich schon so ein bisschen, haben eine gewisse ironische Note, aber irgendwie, es ist kein Klamauk. Also es ist halt Nee. trotzdem Nee. irgendwie so gespielt, dass es groovy ist und so. Und, ja. Da komme ich, das hat ja jetzt auch mit Sound zu tun und mit, das ist mir auch aufgefallen, so allgemein an deiner Musik. Wir hatten heute auch schon mal das Thema Charles Mingus oder so. Ja. Es gibt so eine Klangästhetik, die meiner Meinung nach, haben wir auch schon heute drüber gesprochen, sehr amerikanisch ist. Ja. Liege ich da richtig? Oder Gute Frage. Also ich meine, das hat so was angefangen. immer das auch heißt, amerikanisch. Ich Ja, weiß es nicht, also aber- ich glaube ehrlich gesagt, also ob das jetzt ja, das ist schwer, ja, das weiß ich nicht, aber diese ganze Beschäftigung mit der Produktionsart und wie so Alben klingen sollen, kam daher, Vielleicht hat es auch damit zu tun. ja, also irgendwie, es war halt so, dass ich immer wieder in der Situation war, wo irgendwie ich dann die Aufnahme gehört habe und irgendwie nicht so richtig zufrieden war und mich auch nicht artikulieren konnte. Es hieß dann immer so, ja, aber ich meine, das Mikro ist gut, irgendwie, also für mich klingt das gut. Was hast du denn, was willst du denn hören? Ich so, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Und dann fängst du an, ja, dunkler, heller, mehr, Ja. was weiß ich, irgendwie dich zu erklären, irgendwie zu dumpf, also, und damit kommst du aber irgendwie überhaupt nicht vorwärts. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, dann muss ich mich mal mehr damit befassen und habe dann angefangen, mal zu recherchieren, wie denn Aufnahmen, also die ich gut finde, gemacht wurden. Und habe dann angefangen, irgendwie Bilder von alten Studioaufnahmen zu sammeln. Okay. Es gibt ein Label, das heißt Mosaic Records, die machen so Reissues von zum Beispiel Columbia Records. Und die hatten ja so ein geniales Studio
also eine umgebaute, oder gar nicht umgebaut, aber umgenutzte orthodoxe Kirche. Und da sah man halt genau, auf diesen Bildern sieht man genau, wie die aufgebaut haben, mit welchen Mikros, in welcher Position. Da habe ich angefangen, Bücher zu lesen, Interviews mit Rudi van Gelder, auch da Fotos gemacht. Und anhand dessen habe ich dann irgendwie so eine Art, habe ich dann mir so meinen eigenen, also habe ich versucht, so einen Studioaufbau mal nachzubauen. Und ich habe einen befreundeten Toningenieur, mit dem ich sehr, sehr viel aufgenommen habe, der auch bereit war, dieses Experiment dann mal mitzuziehen. Weil sonst hieß es immer so, ja, das macht man heute nicht mehr so, ihr spielt ja sowieso anders, heute geht das nicht mehr. Und irgendwie diese ganze Argumentation, das hat mich nicht überzeugt, weil ich habe gedacht, warum? Ich spiele immer noch Posaune, irgendwie Kontrabass und Schlagzeug, also das muss funktionieren, man muss nur wissen, wie. Und dann haben wir halt das war das erste Mal bei Route 70 on 52nd in the Quarter Street, haben wir so einen Studioaufbau gemacht, wo wir halt alle in einem Raum waren, minimale Mikrofonierung, also das Album ist mit 3 Mikros aufgenommen und also das wurde halt quasi angeregt von mir in Kooperation mit Oliver Bergner, der auch das ganze Equipment hat und so, und dann haben wir das halt quasi gemeinschaftlich durchgezogen und der Sound, der dadurch resultiert, der ist schon, sagen wir mal so, also viele Platten, die ich aufgenommen habe, es ist ja nicht wirklich ein Retro-Sound, aber es hat schon ein bisschen so Anleihen da dran. Es ist nicht ganz so krass jetzt irgendwie wie jetzt so ein Album, wo vielleicht in den 50er Jahren geklungen hat, aber es ist eben auch ähnlich, weil die Musiker nebeneinander stehen, es ist auf Band aufgenommen. Die Raumcharakteristik spielt natürlich eine große Rolle. Was für Hall nimmt man und so. Also wir haben jetzt nicht irgendwie wir haben jetzt keine Blue Note-Ding, quasi versucht, 100%ig nachzuempfinden. Aber mir kam es eben darauf an, dass die Band möglichst natürlich klingt, dass man sich im Raum auch natürlich quasi, dass man so spielt, wie man halt live spielt. Also quasi, dass die akustischen Verhältnisse irgendwie angepasst sind dem Raum und dass dadurch das Ganze halt relativ natürlich klingt und nicht irgendwie quasi produziert oder... Ja. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe auch Alben aufgenommen, wo das genau anders sein sollte und dann habe ich auch die Produktionsweise geändert. Also ich bin kein Dogmatiker, der sagt, nur so darf man Jazz aufnehmen. Ich finde, es kommt total auf die Musik an, aber irgendwie insbesondere bei dem Album ist es halt so, da habe ich ja irgendwie so eine Bebop-Ästhetik angepeilt und da war es natürlich konsequent, das auch so aufzunehmen. Ja, das stimmt. Wusste ich nicht, aber jetzt, wo du es sagst, unterstützt das Ganze wahrscheinlich sehr. Und die hat so eine bestimmte Ästhetik. So. Ja, cool, super. Ja, ich finde noch wichtig, also ich habe dann auch angefangen, mich mit bestimmten Produzenten zu befassen, wie die aufnehmen und worauf die achten und so. Also diese ganze Produktionsverfahren ist sehr, sehr interessant, was für Equipment, in was für Räumen und so. Und das Gute daran ist, also ich habe auch sehr viel experimentiert, du schaffst dadurch halt irgendwie, du gibst einer Aufnahme einen bestimmten Charakter. Also der halt durch den Raum und die Aufnahmeverfahren geprägt ist. Und irgendwie meine Aufnahmen, die klingen auch ziemlich unterschiedlich. Ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert. Ich war dann auch mal mit Route 70, waren wir auch einmal im Avatar-Studio mit James Farber. Irgendwie, das war ein Album, das hieß Fahrvergnügen. Da habe ich einfach gesagt, hey, lass uns mal da hingehen, lass mal irgendwie gucken, wie die Leute arbeiten. Da habe ich auch unheimlich viel davon dabei gelernt. Und irgendwie das neue Nostalgia-Album ist so eine Art Rockstudio aufgenommen in Hamburg mit speziellem Equipment und so. Und also ich glaube, es gibt nicht das gute Aufnahmeverfahren, aber irgendwie, was ich anpeile, ist ebenso wie bei den Kompositionen, dass der Sound irgendwie einen starken Charakter hat. Und wenn man das erreicht, dann hat man irgendwie eine Aufnahme, die irgendwie einen starken Wiedererkennungswert hat. Das ist mir fast wichtiger, als dass man sagt, die Aufnahme ist gut, sie klingt ausgeglichen, man kann alles gut hören. Also das ist natürlich schon wichtig, aber viel wichtiger finde ich noch so, dass es irgendwie einen Charakter hat. Aber dann muss natürlich der Raum an sich auch gut klingen, ne? Wenn man das so aufnimmt mit 2, 3 Mikrofonen oder so. Achso, dann auf jeden Fall. Ja, genau, doch, auf jeden Fall. Dann muss ich ja auch wohlfühlen. Ja, so, dann genau. soll ja dann eine Live
Situation. Genau, also mehr wenn oder man den weniger Raum mit benutzt, Ja. wenn man den mit featuret, dann muss der Raum auch gut klingen. Und hab dann, ich wie was machst du? Gehst du dann in verschiedene Studios und probierst den Raum aus? Oder? Das war das war eine Erfahrung. Und zwar hatte den irgendwie Sebastian Grams damals entdeckt. Wir haben da ein Album aufgenommen mit Undercarl, mit so einem Dolby Surround Verfahren. Und das war diese Aufnahme Goldberg-Variation. Und irgendwie da habe ich wirklich gedacht, krass, der klingt ja unglaublich gut. Es war angenehm zu spielen, auf der Aufnahme klang es super, einfach nur cool. Okay. Und dann habe ich gedacht, da möchte ich gerne mit meiner Band auch mal aufnehmen. Leider gibt es diesen Raum, den gibt es zwar noch, aber dieses ganze Gelände, diese Nalepa-Straßen-Gelände ist jetzt an so eine Investitions-Event-Firma gegangen und dieses Studio kostet jetzt pro Tag, ohne dass irgendwelches Equipment drin steht, 4.000 Euro. Ich habe da neulich mal nachgefragt, statt wie früher 600, 700. Das ist bitter, ja. Ja, bist du eine Woche drin, da kannst du einen Kleinwagen Also, leisten, oder ja, das geht Mittelklassewagen. natürlich gar nicht. Deswegen, klar, also jetzt ist natürlich dann angesagt, irgendwie, wenn ich mal wieder so in der Richtung arbeiten will, brauche ich natürlich, irgendwie muss ich gucken, wo gibt es so Räume. Machst du noch mal eine Klappe? Ja. Hast du noch den Faden? Ja, wegen der, ob ich auf der Suche bin nach Räumen. Ja. und Also tatsächlich ist es so, dass ich irgendwie immer mal wieder, also ich tausche mich auch aus mit Oliver, mit anderen Musikern, wo kann man noch aufnehmen, was sind gute Räume. Da gibt es sicherlich auch immer wieder Sachen zu entdecken. Also wenn ich die Möglichkeit habe, ich gucke mir auch immer wieder Studios an. Also ich habe jetzt irgendwie einen Tipp bekommen von einem Studio in Bremen, Studio Nord oder so ähnlich heißt das. Das wollte ich mir gerne mal angucken. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr mal. Wenn ich auf der Jazz Ahead sein sollte nächstes Jahr, dann würde ich da mal vorbeigucken. Das ist so ein Raum, der irgendwie auch in den 50er Jahren irgendwie gebaut wurde, wo halt viele so, ich glaube so Hillybilly irgendwie Bands aufgenommen haben. Ich habe nur Fotos davon gesehen und das sah sehr gut aus. Also auch irgendwie so ein Raum, der relativ hoch ist. So von der Räumlichkeit sah das auch so aus, als wenn der schön und natürlich und warm klingt irgendwie. Wie gesagt, diese Nalepa-Straße ist leider tot, zumindest für unser Metier, für irgendwie Audi-Events wahrscheinlich nicht. Ne? Die mieten dann halt diese Räumlichkeiten. Okay. Aber ja, das ist natürlich schade, aber gut, life goes on. Und es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, schöne akustische Aufnahmen zu machen. Jetzt habt ihr ja auch diese Big Band-Platte Ja, besonders aufgenommen. Ne? Das ging ja auch in die Richtung. das ging sehr stark in die Gibt's Richtung. denn, ich meine, bei Big Band ist ja jetzt noch mal eine Spur härter. Ja. Also weil da einfach jetzt noch mal
mehr Leute Ja. beteiligt sind und ich kenne Big Band und das ist gar nicht so ohne. Ja. Aber gibt es denn überhaupt noch das Know-how heutzutage, um also was jetzt die Tontechnik angeht?